Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alright, ihr sind Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget im Abschiedsjahr von Han Rizzle 2025. Die Abschiedstournee könnte man auch sagen. Ich glaube, dazu lasse ich mir demnächst nochmal was einfallen. Ja, an der Stelle erstmal vielen Dank an die ganzen netten Glückwünsche, Beglückwünschungen, sage ich mal, und die netten Worte im Zuge des letzten Videos, der Ankündigung, dass ich eben ein zweites Mal Papa werde. Das war erstmal sehr nice. Ich habe auch noch die ein oder anderen Nachrichten außerhalb von YouTube erhalten oder auch Gespräche geführt. Das war auch sehr schön. Und ja, währenddessen wir uns hier schon im neuen Update befinden, was ich mega geil finde. Also ich bin ja jetzt seit langer Zeit mal wieder Offizier für eine längere Zeit, und diese Gildenkampfberichte, die haben mich richtig genervt in dieser Post. Also jedes Mal blinkt die Post und dann ist da alles voll. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die Post blinkt, wenn hier was Neues eingeht, nur und nicht drüben. Aber ja, schaue ich mir einfach an, finde ich sehr gut. Ich finde auch die ganzen Änderungen mega gelungen. Also Kampfspeed würde sich schon Ewigkeiten gewünscht, das weiß ich. Ich persönlich brauche es nicht. Aber auch ansonsten die Option, das auch auszustellen, finde ich ganz gut. Ja, hier sind ja einige Änderungen passiert. Das Update sieht auch gleich wieder, also das ganze Ding sieht gleich wieder ein bisschen moderner aus durch diese Änderung. Leider habe ich hier noch nichts zu den Expeditionen gelesen, dass das Tutorial dann auch weggeklickt werden kann. Das hätte ich mir jetzt hier im Zuge des Gameplays gewünscht. Hier so ein Haken rein. Expeditionstutorial, ja oder nein? Würde ich feiern. Platz ist auf jeden Fall noch. Vielleicht kommt es noch. Aber trotzdem sehr gut. Was vor allen Dingen ja auch sehr wichtig ist, ist das ist die Geschichte hier. Wenn die nicht abgeholt wird, dass die dann in der Post drin ist. Also das finde ich auch sehr gut. Sind einige Quality of Life Änderungen auch überhaupt richtig. Hier wurden diese Buttons jetzt neu eingeführt. Das war ja auch immer so ein bisschen schwierig mit diesem Gilde verlassen. Da musste man übelst weit runter scrollen, glaube ich. Ich glaube, irgendwie sieht man auch noch eine Einladung dann hier relativ untereinander. Also auch für Gildenleiter sehr interessant. Auch vor allen Dingen das hier. Also, ne, beziehungsweise hier ist es noch alt, aber im neuen Tagesübersicht sollen dann halt auch dastehen, wer sich beteiligt hat an diesen ganzen Daily-Sachen. Also wenn man das jetzt nicht mitbekommen hat, muss man nicht immer 0 Uhr genau reinschauen. Kann man die Aktivität besser tracken, außerhalb halt auch von SF-Game-Tools. Also sehr viele geile Änderungen. Und ja, wie gesagt, vielen Dank für die netten Worte. Ich werde demnächst dann nochmal deeper reingehen in die Geschichte, warum ich eben die Inaktivität angekündigt habe, obwohl ich ja eigentlich theoretisch, sage ich mal, wenn alles so läuft wie geplant, erst Ende des Jahres dann wirklich zweifacher Papa bin. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass alles gut läuft. Warum ich trotzdem jetzt schon zuletzt inaktiver war, beziehungsweise auch den Drang hatte, das jetzt schon zu erwähnen, falls ich jetzt in der nächsten Zeit auch schon deutlich inaktiver bin. Da gehen wir auf jeden Fall ein bisschen deeper rein. Ja, es ist schön gewesen, dass wir hier nochmal Früchte bekommen haben, denn auf EU 19, ja, bin ich ja natürlich weiter in eine Petstar. Wir machen ein kurzes Update, also mein Char ist 237. Wir haben hier eigentlich noch ein paar Dungeons, die man legen könnte. Ich bin heute in der Lichtwelt wieder ein bisschen weitergekommen. Ich habe auch in der Schattenwelt wieder ein bisschen was gemacht. Hier würde es wahrscheinlich auch noch weitergehen. Also ein bisschen höher könnte man noch kommen. Aber ja, wir haben auch Epic Event. Also mein Ziel ist es jetzt nicht krass vorzupushen vom Level her. Aber ja, schon auch ein bisschen dran zu bleiben. Ja, wir haben natürlich mit unserer Gilde da Vorteile. Wir sind hier im Moment mit vielen Spielern, die sehr weit oben sind, auf der 1. Ein paar neue sind auch erst zuletzt dazugekommen. Zum Beispiel ein Spieler wie, wo ist er hier in der Ehrenhalle? Ich sehe ihn gar nicht. THC, glaube ich, ist neu gekommen. Chitem eigentlich auch. Ich finde Chitem nicht, weil Chitem war einer, den habe ich auch gerne eingegriffen in der Festung. Ach, der ist sogar ganz weit oben hier. Der hatte mir in der Festung immer auch sehr viel gegeben. In der Festung bin ich ja jetzt gerade dann Rang 34. Und ja, da sind einige dabei, die man gut finden oder die man gut, sage ich mal, besiegen kann. Beziehungsweise wo man gut Ressourcen farmen kann. Das muss ich jetzt auf jeden Fall auch noch machen. Bin ja hier gleich wieder voll. So ein Joke Hero ist da jetzt nicht dabei. Aber es war trotzdem schade, dass man die Leute, wenn man nicht mit denen sowieso Festungspartnerschaft hatte, dann halt verliert und dann nicht mehr angreifen kann. Aber durch diese Änderung des Postfachs, das ist halt extrem krass. Also
wie viele Attacken hier noch drin sind. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen entzückt, weil das ist ja extrem. Also, wurde das noch erweitert irgendwie? Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Ich kann hier zu Loco angreifen von 11 Uhr. Also, ich bin irgendwie sehr positiv überrascht. Oh, Moment, der war wieder. Ah, das ist halt auch so ein Fehler, der ist immer noch drin. Auch ein Moon kann ich jetzt noch angreifen. Also, die sind ja mega alt. Und das wäre ja richtig heftig. Also, das wäre im Festungsbereich. Also ganz ehrlich, wenn ihr mir jetzt sagt, das ist schon immer so, dann habe ich das nie mitbekommen, bis jetzt gerade eben. Also, ich meine, ich habe jetzt täglich, dieser Fehler ist wieder drin, dieser Scroll-Fehler. Ich habe jetzt täglich, hier, Legalint, der gibt nämlich auch gute Ressourcen. Ja, auf EU19 gespielt, auch viel am Handy, muss ich sagen. Aber auch am Rechner und mir ist das nicht aufgefallen, dass ich so weit runterscrollen kann. Also, ich hoffe, das bleibt so. Ha, das ist richtig heftig, weil das ist für eine. Ja, ich hatte ja schon mal Festungspartnerschaft gespielt und da war das Problem, wenn man dann nicht rechtzeitig online war und viel angegriffen wurde hier in der Arena, dass das dazu geführt hat, dass die Angriffe verloren gingen oder die Gegenangriffe. Und das war richtig eklig, da musste man sich wieder neu suchen, ewig viel Gold ausgeben, aber wenn hier so viele Sachen gespeichert sind, klar, sind nicht viele Arena-Kämpfe drin, aber heftig, das sind ja. Boah, das sind mega, mega, mega viele Einträge. Trotzdem viel, viel mehr als zuvor. Also das muss man sich mal vorstellen. Ich habe die ganzen Dungeons gemacht. Da habe ich gar nicht auf die Festung geachtet. Ich ging jetzt davon aus, dass ich gar keine Gegenangriffe mehr habe zur Verfügung sozusagen. Also richtig mega nice. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Sorry Leute, das sollte jetzt eigentlich gar nicht Hauptinhalt des Videos sein. Ich wollte nur ein kurzes Update geben. Aber ja, ich glaube, das werde ich jetzt mal im Titel erwähnen. Wie krass die Post. Ich habe das auch gar nicht gelesen, so richtig im Changelog, dass jetzt so viele Einträge noch gespeichert sind. Also heftig, heftig, heftig. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und sollte ich auf EU20 spielen können, es kommt da ja drauf an, wann der Server genau startet, hatte ich auch vor, eine Festungspartnerschaft zu spielen. Das würde mich natürlich jetzt hier nochmal ein bisschen ja, ein bisschen supporten. Ja, hier haben wir nochmal Moon. Warte mal, die beiden hier, Lia Ray, geben auch viele an. Ja. Die geben auch viel. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Ne, der bringt nicht so viel. Der auch nicht. Dann nehmen wir doch mal den Moon erstmal. Da habe ich noch 3. Elite-Check bringt. Nee, die bringen mal viel Holz, aber wir brauchen Steine. Lia Rail ist auch richtig gut. Lia Rail soll bitte niemals in unsere Gilde joinen. Lia Rail möchte ich weiterhin angreifen. Dead Utility auch stark. Es gibt noch ein paar natürlich in unserer Gilde, die auch viel haben. Aber Lieutenant zum Beispiel hat auch viel, aber den finde ich gerade wieder nicht, wegen diesem Bug. Wenn sie den mal entfernen, würde ich mich auch freuen. Aber das schmeckt der Festung richtig, richtig gut. Da gehe ich jetzt gerade auf Festung 12. Also ich skippe hier nicht extrem rein. Seit der Gemmine 10 Unterweltgeschichte, wenn die Festung, sag ich mal, 1-2 Tage, beziehungsweise jetzt ist ja bald Festungsevent, da überlege ich vielleicht doch schon nochmal zu skippen, weil man kriegt natürlich mit der höheren Festung dann auch viel mehr Ressourcen wieder rein, aber die Ressourcen werden dann so schnell voll sein, dass man da gar nicht hinterherkommt. Ein paar kleine Gebäude kann man dann auch nochmal upgraden, aber ich kann theoretisch dann schon fast auch Richtung Festung 13 gehen und das, naja, also da ist man eigentlich geneigt dazu, wieder viele Pilze auszugeben. Das habe ich dann jetzt noch nicht gemacht. So, in der Unterwelt, ja, da bin ich auf 10. Genug Ressourcen im Moment für Herz der Finsternis auf 11. Gladiator-Trainer wird aber jetzt noch dauern. Wir haben ja jetzt kein Seelen-Event mehr. Ich werde jetzt erstmal noch den Keeper ein bisschen ausbauen und dann das Herz der Unterwelt nachziehen oder vielleicht nochmal hier auch Torture Chamber oder sowas noch ein bisschen nachgehen. Adventure Martin müsste man auch mal hochziehen, damit man mehr Boni kriegt. Ja, das überlege ich mir noch, wie weit ich da gehe. Den Arena Manager will ich auch zeigen, obwohl ich da jetzt nicht so viel Wert drauf lege, speziell auf dem Server, weil die Boni kommen über die Zeit sowieso rein. Und wenn man jetzt die Boni krasser pusht, dann muss man auch wieder im Level krasser pushen und dann ist man ganz schnell wieder an einem Punkt, wo es auch einfach gar nicht weitergeht. Ja, dementsprechend ja, baue ich das ein bisschen so auf. Ich habe ein oder zwei fahrende Händler verpasst und habe halt auch jetzt Time Boost am Anfang mitgenommen, anstelle der Sitzplatzgeschwindigkeit. Hier hatte ich jetzt aber tatsächlich vergessen vorher zu opfern. Ich will eigentlich noch vor 0 Uhr opfern, damit ich wieder einen Time Boost kriege oder einen Timeskip, meine ich. Hat jetzt nicht so funktioniert beim letzten Mal, deshalb sieht es so aus, wie es hier aussieht.
Aber das passt. Ja, und da kommen wir nochmal in die Pets rein. Ich habe sehr viele Pilze ausgegeben, um Red Fuchs zu schlagen. Es gab eine mini unter 0,01%ige Chance, mit den Pets dieses Pet so zu schlagen. Habe ich nicht geschafft. Ich habe wirklich viele Pilze dafür ausgegeben, habe es versucht. Ja, das war es mir wert. So halt nicht. Bin jetzt trotzdem hier schon drauf und dran, Reno noch hochzuziehen, weil jetzt kommt wieder Pet-Event. Ich werde die Pets, also eins davon fast auf 100 ziehen. Alle Habitate öffnen, das werde ich mitziehen und dann werde ich nächste Woche dann, also in einer Woche, auf die beiden wechseln, dann natürlich auf Lil Beats ab, ja, und nicht auf Red Fuchs, wobei ich dann überlege, die beiden Pets parallel hochzuziehen, wenn die Früchte halt auch reichen. Also im Moment gibt es noch viele Früchte, aber wenn man dann schon 3 Pets füttert und nicht so viele Pets bekommt oder Früchte bekommt in den Quests, in den Expeditionen, dann merkt man das schon. Bei Feuer habe ich das gemerkt. Jetzt sah es ein bisschen besser aus. Jetzt bei Feuer, gehen wir es mal so, bei Schatten werde ich Petaket noch freischalten am Freitag und mitziehen. 10 hoch und dann aber versuchen auch auf Rosa Lynx gleich zu gehen mit einem 10 auf 100. Aber Petaket müsste ich mitziehen, das macht Sinn, weil ich eben Freitag, Samstag, Sonntag davon profitieren kann, die Früchte auch zu füttern. Deshalb ziehe ich Petaket auf jeden Fall mit. Bei Licht habe ich das gleiche Problem, dass ich ja Bofox erst nächste Woche bekomme. Deshalb habe ich hier schon Plutoid hochgezogen, so ein bisschen, um im PvP nochmal ein etwas stärkeres Pet zu haben. Da will ich dann also auch eins dieser 3 Pets dann nicht mehr weiterziehen. Mit J-Klops will ich aber eben auf 100 als erstes und danach wahrscheinlich mit Tink oder mit Plutoid halt. Wir wechseln dann auf Bofuchs höchstwahrscheinlich, weil es eben Mittwoch freigeschalten wird. Und mit Bofuchs gehen wir dann später auf den Nightlight. Das ist das Ding. Bei Erde habe ich das ja schon erwähnt. Bei Feuer gehen wir mit Gulps in Richtung Dragopyr. Also Feuer wird ein Ding werden, da kann ich innerhalb dieser Woche, also hier am Donnerstag, wenn ihr das Video seht, das Pet kann ich relativ gut besiegen und auch finden. Das Pet kann ich auch besiegen, könnte ein paar Pilze kosten. Infernox am Freitag, wenn ich jetzt morgen 3 Früchte fütter und nochmal 9 am Freitag, kann ich Infernox auch schlagen und theoretisch finden. Und wenn ich das alles gemacht habe, kann ich mit Gulps nach dem Event, wenn es dann auf Level 100 ist, auf Dragopyr gehen. Allerdings mit einer Chance von 0,03%. Ich glaube, das werde ich mir vornehmen. Dann habe ich nämlich in Feuer wirklich sowohl im PvP eine gute Route, weil ich im Peprion schon weiterziehe. Im PvP, was sonst Kokofür gewesen wäre. Aber mit Kokofür wäre ich jetzt erst auf Level 10, 13, 16. Jetzt habe ich eben Peprion auf Level 34, 18 Level drüber. Das war es mir wert für ein besseres PvP. Ja, ist halt kein Geschickgegner, dafür eine Stufe besser und Mage kann auch sehr viel Schaden machen. Zumindest, ja, wenn die Leute hier zum Beispiel auf Octopus gehen und nicht auf Ewigrim oder wenn die hier durchziehen und nicht auf Petaket nehmen. Beziehungsweise Petaket ist ja auch ein Geschickgegner. Also eigentlich ist nur Ewigrim jetzt da, wird sich das Pet nicht durchsetzen können, so wirklich, weil es eben ein Stärkegegner ist eigentlich. Aber trotzdem machen Mages, wenn die ein bisschen kritten, machen die Hälfte des Lebens eines Pets kaputt. Deshalb denke ich, bin ich bei Feuer sehr gut unterwegs. Und bei Wasser ist eben das Gleiche. Ich kann jetzt Ewigrim nachziehen am Freitag. Das werde ich machen. Und auch genauso wie Petaket mit dem Event hochziehen. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich von Ewigrim auf Fluch gehen. Es sei denn, ich habe irgendwie Bock, dann doch schon auf Unterbiss zu gehen, wenn ich denke, es ist irgendwie realistisch und ich habe ein bisschen Chancen. Aber ich werde mich da eher bei diesen pilzenden Geschichten auf Dragopyr ziehen, weil von Unterbiss auf Hydrosphere ist halt auch nochmal mega eklig. Also das Unterbiss kann man noch freischalten, relativ entspannt. Aber wie gesagt, auf Hydrosphere zu gehen, das ist ein bisschen komisch. Ich muss nur mal rechnen, ob ich dann mit Unterbiss oder mit Ewigrim schneller an Fluch rankomme. Das ist eher entscheidend. Ja, also so sieht es bei mir bei den Pets aus. Zum Abschied können wir nochmal hier hoch scrollen. Das ist krass, wie viel man scrollen muss. Ich bin da echt mega fasziniert. Ich habe ja auch noch ein paar Sachen gespeichert. Das ist ja auch noch das Ding. Ich bin in der Pet-Ehrenhalle sozusagen jetzt gerade Rang 2. Das ist halt auch das Ding. Kev ist jetzt bei uns, Jitem, die sind selber auch bei den Pets weit oben. Gegen die kann man halt nicht mehr kämpfen. Ich habe 2, 3 Pet-Attacks, also Attacken wirklich, ja, sagen wir es mal, verloren. Ja, das ist sehr schlecht gelaufen.
für mich. Da habe ich teilweise zu früh angegriffen, sonst hätte ich mehr Ehrenhalle-Punkte. Aber jetzt zuletzt, ach Mist, muss ich wieder hochscrollen. Ich das gleich mal machen sollen. Zuletzt nochmal den Vorteil gehabt, dass heute 2 Pet-Defenses auch geklappt haben. Also ich bin manche Tage überhaupt gar nicht angegriffen worden, weil entweder wurde ich nicht gezeigt bei den Gegnern oder die haben sich nicht zugetraut. Ja, hier hat mich Akumifix mit Schattenpet angegriffen, 61er Tusi, was fast das Maximum war. Aber Octale hat halt hier schon 60.000, 70.000 abgezogen und das war ganz gut, weil vielleicht hätte sonst Okodile größere Probleme gehabt. Ja, dann hat er aber natürlich kein zweites Pet. 117 Ehre, das war sehr, sehr wichtig. Und Man Has No Main hat mich auch nochmal angegriffen, habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ja, wie gesagt, Wasser ist da auch recht gut bei mir. Also bei Feuer habe ich eine Pet-Defense verloren, glaube ich sogar. Das war ein bisschen eklig. Oder es war die Attack von mir mit Feuer gegen Feuer. Sein Tink, ja, besiegt Octale natürlich, aber kriegt halt über die Hälfte des Schadens und ja, man weiß immer nicht, wie viel Schaden hätte das Pet noch gemacht, ja, wenn es weitergegangen wäre mit dieser Geschichte. Er hat anscheinend kein zweites Pet gefüttert, dementsprechend ging das hier relativ easy, sind halt nur dann 55 Ehre, aber das war sehr erfolgreich, da war ich froh, weil das hat mich hier oben nochmal reingespielt. Aber am liebsten würde ich eigentlich mal gegen Kev spielen, einfach in den Pets, um zu schauen, wie es da aussieht. Kaskade hat ein Pet mehr als ich. Ich weiß nicht, welches Pet der Junge hat. Also Kaskade mal wirklich, wenn du das jetzt hier hörst oder so. Welches Pet hast du denn noch mehr? Verstehst du? Er meint, also entweder er hat Bofuchs tatsächlich, aber ich habe im Chat gefragt, aber da hat er nicht geantwortet. Also es kann natürlich sein, dass er Rofus hat, weil es ja möglich war, Lilipon auch auf etwas höheres Level zu haben. Und dann hätte man Rofus jetzt schon freischalten können. Ich habe es ja extra probiert mit dieser Mini-Chance, weil es schon ein Vorteil gewesen wäre, Rofus jetzt zu haben. Aber ansonsten wüsste ich nicht, welches Pet er hat. Also Sonja konnte er eigentlich noch gar nicht haben. Ich habe eigentlich alle Pets, die man bis jetzt haben konnte. Anglion konnte ich nicht besiegen am Montag. Ich glaube, Kaskade kann nur Rofus noch haben. Also dieses eine Pet mehr. Also das muss ich mal rauskriegen. Aber gut, das war jetzt ein langes Video. Bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch eine gute Woche weiterhin. Bis zum kommenden Event. Es ist wieder sehr viel los. Auch mit kaufbaren Rahmen. Das ist auch nochmal ein Thema. Ich finde es ja gut, wenn Pay-to-Win-Inhalte, die den Spieler eigentlich nicht weiterbringen im Fortschritt, finde ich prinzipiell sehr gut, weil die Free-to-Play-Spieler dadurch keinen Nachteil haben. Klar, er kann Geld generieren, ne? Und das halt für die Entwicklung des Spiels investieren oder vielleicht auch für Gehaltssteigerung von Mitarbeitern oder mehr Mitarbeiter reinbeziehen. Das ist ja auch wichtig. Also deshalb finde ich das ganz geil. Aber im Detail muss man sich das natürlich nochmal anschauen, wenn es dann auf allen Servern da ist. Vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Ich wünsche euch was. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ciao.